die Ermordung der 15-jährigen Geißel de Giorgi durch die kurzzeitige Festnahme einer Komplizin der Gangster ausgelöst zu haben. Innensenator Mayer hat den früheren Bremer Generalstaatsanwalt Wendisch beauftragt, als unabhängige Persönlichkeit die Arbeit der Verantwortlichen und ihre Entscheidungen zu überprüfen. Bayerns Innenminister Lang kündigte inzwischen eine Gesetzesinitiative im Bundesrat an, um den sogenannten finalen Rettungsschutz bundesweit des in Konkurs gegangenen Casinos Hannover, Bad Pyrmont, Felsenstein verhaftet worden. Er soll fast 44 Millionen Mark veruntreut haben. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Leiter der Spielbankaufsicht im Innenministerium Röhmheld um seine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand gebeten hat. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Vorteilsannahme und Bestechlichkeit. Einen Tag vor dem Beginn des Monsters of Rock Konzerts, dem größten europäischen Hardrock-Festival, ist es am Abend in der Schweinfurter Innenstadt zu gewalttätigen Ausschreitungen randalierender Fans gekommen. Die Polizei nahm 8 junge Leute wegen Körperverletzung, Beleidigung und Drogendelikten fest. Nachdem es beim Europaauftakt des Festivals vor einer Woche in Mittelengland 2 Tote und Hunderte von Verletzten gegeben hatte, wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Schweinfurt verschärft. 600 Polizeibeamte sind dort im Einsatz. Der Thyssen-Konzern prüft den Betrieb einer Magnetbahnverbindung zwischen dem Ruhrgebiet und München. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte dazu, diese Strecke sei rentabel und privat zu finanzieren. Die Reisezeit zwischen Dortmund und der bayerischen Landeshauptstadt könnte sich mit der Transrapidbahn auf gut 2 Stunden verkürzen. Eine Arbeitsgruppe der Bonner Koalition hatte vor einiger Zeit die Trasse Hamburg-Hannover empfohlen. Über den Bau der Erprobungsstrecke wird die Bundesregierung vermutlich im September endgültig entscheiden. Und hier noch einige Fußballergebnisse. In der Bundesliga besiegte der FC St. Pauli den bislang verlustpunktfreien VfB schleswig-holsteinische SPD-Landesregierung angewiesen. Ministerpräsident Engholm will sich dem beugen und das Kernkraftwerk wahrscheinlich am Montag wieder arbeiten lassen. Die Atomanlage blieb seit Anfang August abgeschaltet, weil der TÜV Mängel festgestellt hatte. Die müssen nach Meinung der Prüfer aber nicht sofort beseitigt werden. Der 3. Spion innerhalb einer Woche ging den bundesdeutschen Fahndern ins Netz. Es ist ein 41-jähriger Postbediensteter aus Niedersachsen. Er soll für die DDR tätig gewesen sein. Der Bundesgerichtshof erließ Haftbefehl. Über das Gladbecker Geiseldrama kam noch eine Panne heraus. Bei der Festnahme der Komplizin der beiden Gangster in Bremen klemmten offenbar die Handschellen. Deshalb verzögerte sich die Freilassung. Das bestätigte der Sprecher des Bremer Innensenators. Während der Festnahme ihrer Komplizin hatten die beiden Gangster eine 15-jährige Geisel erschossen. Eine schlechte und eine gute Nachricht zum Thema Hormonskandal. Die schlechte: Auch die restlichen 89 Kälber von einem Hof im Erftkreis werden getötet. Bei einer Probeschlachtung waren wieder verbotene Masthilfemittel gefunden worden. Und die gute Nachricht: Eine beschlagnahmte Mästerei im Kreis Warendorf mit 524 Kälbern ist wieder freigegeben worden. 15 Schlachtproben fielen dort negativ aus. Der Flugtag in Nörvenich bei Köln findet endgültig am Sonntag statt. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat am Abend die Beschwerde von 5 Familien gegen die Veranstaltung zurückgewiesen. Begründung: Bei der Flugschau würden auf akrobatische Luftübungen und Kunstflüge verzichtet. Es bestünde also keine besondere Gefahr. In 3 Wochen ist Fritz Pleitgen neuer WDR-Chefredakteur des Programmbereichs 1. Der Verwaltungsrat hat seiner Berufung zugestimmt. Sein Vorgänger Schmidholz geht als Herausgeber zum Stern. Noch eine Meldung aus dem Ausland. Die polnische Regierung ist bereit, mit den streikenden Arbeitern zu verhandeln, und zwar ohne Vorbedingungen. Innenminister Kiszczak schlug Gespräche am runden Tisch vor. Zuvor hatten sich die Bischöfe hinter die Arbeiter gestellt. Auch sie fordern die Zulassung von nichtstaatlichen Gewerkschaften. Die Streiks seien ausgebrochen, weil die Regierung jahrelang die Menschenrechte missachtet habe. Und noch einige Fußballergebnisse. In der 1. Bundesliga spielten Bayer Uerdingen gegen Eintracht Frankfurt 4:1, St. Pauli gegen den VfB Stuttgart 2:1. Und in der 2. Bundesliga trennten sich Schalke 04 und Viktoria Aschaffenburg mit 0:0. Und Alemannia Aachen spielte gegen Eintracht Braunschweig 0:1. Damit sind wir beim Wetter. Zunächst bleibt es noch stark bewölkt und gelegentlich gibt es Sprühregen. Aber am Nachmittag wird es heiter und trocken und warm. Nämlich je nach Lage 18 bis 23 Grad. Aber diese Nacht wird es nochmal ein bisschen frisch, so um die 13 bis 10 Grad. Im Sauerland sogar nur um die 8 Grad.
Damit, meine Damen und Herren, ist das Programm von West 3 beendet. Hinweise auf das Programm von heute erhalten Sie auf der folgenden Schrifttafel. Für jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Berichten.